Heute nähen wir zusammen die Kreistasche Lori. Das Schnittmuster mit PDF-Anleitung findest du unten in der Infobox. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Die runde Tasche ist ideal zum Weggehen, denn in ihr haben viele kleine Dinge wie zum Beispiel der Geldbeutel und das Handy Platz. Die Tasche hat ein Reißverschlussfach an der Vorderseite und einen Reißverschluss für die große Tasche. Im Inneren hat sie noch eine Abteilung für kleine Dinge wie zum Beispiel einen Schlüssel. Die runde Tasche hat eine Abmessung von ca. 20 x 19 x 7 cm. Von der Farbe 1, also das Rot-Weiße, brauchst du ca. 11 cm bei einer Stoffbreite von 1,40 m und 13 cm von der Farbe 2, hier schwarz. Für den Innenstoff brauchst du ca. 22 cm bei einer Stoffbreite von 140 cm. Außerdem brauchst du noch etwas Schaumstoff und Vlies. Die genauen Angaben dazu findest du in der PDF-Anleitung. Außerdem brauchst du noch ca. 1,30 m Schrägband. Paspelband empfehle ich in diesem Fall nur Fortgeschrittenen, weil es alles sehr dick wird. Deshalb wird es immer nur nebenbei erwähnt. Ich verlinke dir ein Video zum Thema Paspelband, falls dich das mehr interessiert. Außerdem brauchst du noch einen 21 cm und einen 28 cm langen Reißverschluss. Für die Träger brauchst du ein 2,5 cm breites Gurtband oder einen Stoffstreifen in der Breite von Teil J. Den Stoffstreifen kannst du noch mit Vlies verstärken. Der Fadenlauf geht in diese Richtung. Eine genaue Beschreibung, wie man Taschenträger macht, verlinke ich dir in der Infobox oder im eingeblendeten Video. Außerdem brauchst du 2 Karabiner und 2 D-Ringe oder 4 Kantringe und einen Schieber. Theoretisch könntest du die Träger auch ohne Karabiner machen und nur mit D-Ringen oder 4 Kantringen. Das Schöne am Karabiner ist aber, dass du die Träger auch für andere Taschen verwenden kannst und dir somit das Nähen von Trägern das nächste Mal sparen kannst oder du tauschst sie mal aus. Ich habe hier schon mal alle Teile ausgeschnitten. Das sind die Teile für die Seite, die Teile für hinten und vorne, die Schleife und die Innenteile. Das Innenfach ist zur Hälfte mit Vlies verstärkt. Eine genauere Auflistung findest du in der PDF-Anleitung. Falte das zur Hälfte verstärkte Teil F links auf links zur Mitte, stecke es fest und nähe es an der Geraden zusammen. Stecke das Teil F auf die rechte Seite von Teil E und nähe es knappkantig zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Bügle dir jetzt 1 cm Nahtzugabe der langen Seite von Teil J nach innen. Klappe die lange Seite von Teil J dann noch zur Mitte zusammen und stecke es fest. Nähe das Teil J knappkantig auf beiden Seiten zusammen. Schneide die Schlaufe in der Mitte auseinander. Stecke auf die 2 entstandenen Teile jeweils einen D-Ring oder einen Vierkantring. Stecke die lange Seite von Teil G, also Außenstoff und Schaumstoff, rechts auf den 28 cm langen Reißverschluss. Nähe den Reißverschluss mit 1 cm Nahtzugabe an. Verwende dafür einen Reißverschluss-Nähfuß. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Stecke das Teil G aus Innenstoff bündig rechts auf das Teil G aus Außenstoff, sodass der Reißverschluss dazwischen liegt. Nähe das Innenteil an. Beim Nähen liegt der Außenstoff oben, damit du genau auf dieser Naht nähen kannst.
Schneide den Schaumstoff im Nahtzugabenbereich zurück. Biege dann die Teile G aus Innen- und Außenstoff nach außen. So liegen die schönen Seiten außen. Stecke die Teile bündig aufeinander und steppe einmal außen herum. Wiederhole die Schritte mit der zweiten Seite des Reißverschlusses. Die Teile G sollten dabei rechts und links vom Reißverschluss bündig beieinander liegen. Stecke die Schlaufe J mit dem D-Ring oder Vierkantring rechts und links vom Reißverschluss mittig an und nähe sie mit ein paar Stichen vor und zurück fest. Achte dabei darauf, dass der Reißverschluss geschlossen ist bzw. der Zipper nach innen gezogen wird, bevor die Seiten zusammengenäht werden. Du machst das natürlich mit dem D-Ring. Diesen habe ich vergessen und nachträglich dazu gemacht. Die Schritte mit dem Reißverschluss werden bei den Teilen C und B genauso wiederholt. Lege das verstärkte Teil E mit Vlies links auf das unverstärkte Teil E. Lege diese Teile rechts auf das gerade genähte Außenteil mit Reißverschluss. Das verstärkte Teil E liegt dabei in der Mitte. Stecke die Teile zusammen und nähe knappkantig einmal außen herum. Achte dabei darauf, dass der Reißverschluss geschlossen ist bzw. der Zipper nach innen gezogen wird, bevor die Seiten zusammengenäht werden. Wenn du die Tasche mit Paspelband nähen willst, sollte dieses jetzt angebracht werden. Da aber alles sehr dick wird, empfehle ich das nur fortgeschrittenen Näherinnen, weil das sonst sehr schnell frustrierend sein kann. Schneide gegebenenfalls den überstehenden Reißverschluss ab. Stecke die Teile C und D rechts auf rechts an der Geraden zusammen und nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe an. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Biege die Nahtzugabe in eine Richtung. Stecke dann den Schaumstoff auf die Teile C und D. Nähe die gerade Nahtzugabe an und dann einmal knappkantig außen herum. Wenn du Paspelband verwenden willst, würde dieses vorher an eines der beiden Teile angebracht werden. Falte die Schlaufe A an der langen Seite zur Mitte und stecke sie fest. Die schönen Seiten liegen dabei innen. Nähe die Schlaufe mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Biege dann die Nahtzugaben auseinander und wende den Stoffschlauf auf rechts. Versäubere die Enden und nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Die Naht liegt dabei in der Mitte. Biege wieder die Nahtzugaben auseinander und wende den Schlauch. Knote nun die Mitte mit einer Schnur zusammen, sodass eine Schleife entsteht.
Nähe die Schleife mit der Hand mittig zwischen die Teile C und D. Ich klebe mir hier noch eine Verzierung mit der Heißklebepistole an und nähe wieder Paspelband außen herum. Stecke das zusammengenähte Teil C und D links auf das Innenteil E mit dem aufgenähten Innenfach und nähe es knappkantig zusammen. Stecke die Teile H rechts und links an das Bodenteil I aus Außenstoff mit Schaumstoff. Die schönen Seiten liegen dabei innen. Nähe sie mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Das gleiche machst du mit den Teilen I und H aus Innenstoff. Beginne beim Nähen bei 1 cm und höre 1 cm vorher auf. Verriegle den Nahtanfang und das Nahtende. Biege dir die Nahtzugaben auseinander und steppe sie knappkantig auf beiden Seiten ab. Bei den Außenteilen sollte davor der Schaumstoff im Nahtzugabenbereich gekürzt werden. Biege die Nahtzugaben auseinander und steppe sie rechts und links ab. Das machst du auch mit dem Innenstoff. Stecke nun das Außenteil H und I rechts auf das Außenteil G an beiden Seiten und das Innenteil H und I rechts auf das Innenteil G fest. Nähe es mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Schneide gegebenenfalls überstehenden Reißverschluss auf beiden Seiten ab und kürze den Schaumstoff im Nahtzugabenbereich. Dann wendest du den Stoffring auf rechts und steckst die Teile H und I bündig aufeinander. Steppe die Teile H und I knappkantig zusammen. Schneide die Knipse zwischen H und I wieder auf. Dann steckst du den Stoffring auf das Teil E, Außenseite auf Außenseite. Die Markierung oben und unten müssen beim Zusammenstecken genau aufeinandertreffen. Die Farben 1 und 2 sollten genau aufeinandertreffen. Die Ecken sollten auf die Knipse treffen. Schneide die geraden Stellen, die an die Rundungen gesteckt werden sollen, in gleichmäßigen Abständen bis kurz vor der Nahtzugabe ein. Achte dabei darauf,
dass nur innerhalb der Nahtzugabe eingeschnitten wird. Durch die Einschnitte lässt sich der Stoff schön um die Rundung legen. Nähe die Teile mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Beim Nähen liegt der Stoffring oben, damit gegebenenfalls noch nachjustiert werden kann. Nun wird die Tasche innen umsäumt. Dazu faltest du das Schrägband auseinander und steckst es mit der rechten Seite nach unten an einer beliebig beginnenden Stelle, bündig an den Innenstoff, an die Kante. Der Anfang vom Schrägband muss dabei eingeklappt werden. Am Schrägbandende angekommen, schneidest du das Ende so ab, dass es etwas übersteht. Nähe das Schrägband an. Schneide die Nahtzugabe und den Schaumstoff 2 bis 3 mm zurück. Klappe dann das Schrägband auf die andere Seite um. Stecke alles fest und nähe das Schrägband knappkantig an. Mehr zum Thema Schrägband findest du in meinem YouTube-Video Schrägband einfassen. So sieht das dann fertig aus. Die andere Seite wird genauso genäht. Dabei musst du aber darauf achten, dass der Reißverschluss geöffnet ist, damit du die Tasche später wenden kannst. Wende die Tasche nach außen und forme die Ecken schön aus. Zum Schluss müssen noch die Träger befestigt werden. Fertig ist die Tasche. Wenn dir das Video gefallen hat, schau dir doch gerne noch meine anderen Taschenvideos an. Ansonsten sehen wir uns am Dienstag, 18 Uhr, in 2 Wochen wieder. Tschüss!